Heute mal kein Business-Interview im Büro, sondern dort, wo gute Gedanken entstehen. Willkommen bei Miles Meets Moments. Wir porträtieren Unternehmer überall auf der Welt und zeigen, wie diese ihr Glück gefunden haben. Ja, wir sind heute hier an einem ganz besonderen Ort, nämlich auf der Insel Krk. Wir haben heute den Matja zu Gast. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du? Ja, ich bin 45 Jahre alt, in Zagreb geboren und habe Teile meiner Kindheit hier auf der Insel Krk verbracht. Lebe seit 1989 in Köln. Habe meinen Schulabschluss da gemacht, habe in München und in Köln VWL studiert und bin seit 15 Jahren im Finanzwesen unterwegs. Habe in verschiedenen Banken in Frankfurt und in Zürich gearbeitet, habe mich vor 1,5 Jahren selbstständig gemacht und habe jetzt eine Beratung für Nachfolge und Vermögensstrukturierung und komme regelmäßig nach Kroatien, um hier einfach mal ein bisschen Ruhe zu finden. Fühlst du dich mehr mit Kroatien verbunden oder mehr mit Deutschland? Sowas Ähnliches hat mich mein Bruder auch gefragt. Der ist Serbe, der in Spanien geboren ist. Und er hat mich auch gefragt, ob ich mich mehr als Kroate oder mehr als Deutscher sehe. Und ich habe dem gesagt, ich bin Kölner und ich bin Zagreber. Und als das fühle ich mich. Ich habe in meinem Leben eine Nation zerbrechen sehen, 2 Länder zu einem zusammenschmelzen sehen. Aber die Städte, die waren immer da und die werden auch immer da sein, je nachdem wie die Grenzen verschoben werden. Die Städte sind immer da. Und ich bin Kölner und ich bin Zagreber. Also Deutschland würde ich als strukturiert, geplant und ordentlich bezeichnen. Kroatien spontan, kreativ und naturverbunden. Was würdest du denn sagen, läuft in Deutschland im Vergleich zu Kroatien besonders gut und was könnten die Kroaten von den Deutschen lernen? Es ist das typische Klischee, das sich ja auch über Jahre in Deutschland aufgebaut hat, dass man da sehr planvoll und strukturiert vorgeht, und auch diese deutschen Tugenden, die man leider so ein bisschen in den letzten Jahren hat schleifen lassen. Aber ich denke nach wie vor so etwas, was man über die Jahre sich auch bewahrt hat, ist so eine langfristige Planung. Das ist etwas, was Kroatien von Deutschland wirklich nach wie vor sehr, sehr gut lernen kann. Da bin ich in Zagreb abgeflogen und an dem Terminal ging auf einmal das Lesegerät für die Bordkarten nicht mehr. Und die Leute am Flughafen, die Bediensteten am Flughafen, blieben ganz ruhig, ganz entspannt und haben einfach eine Menschenkette gebildet und sich die Bordkarten zu dem nächsten Gerät rumgereicht. Und das Check-in funktionierte ohne große Verzögerung. Und das hat mich beeindruckt, dass man so spontan auf das Chaos, das da ausgebrochen ist, mit großer Souveränität und großer Gelassenheit reagiert hat. Ich glaube, was man in Deutschland lernen kann von Kroatien, ist so eine
Gelassenheit, dass man hier, selbst wenn es nicht nach Plan läuft, seinen Plan trotzdem weiterverfolgt. Beide Nationen sind sehr, sehr fleißig und wissen Arbeit sehr, sehr zu schätzen. Und in beiden Nationen versteht man es zu leben. Und auch in Deutschland wie in Kroatien schätzt man die Geselligkeit sehr. Das ist eine große Gemeinsamkeit. Wenn jetzt ein deutscher Mittelständler zu dir kommen würde, was würdest du ihm sagen? Warum soll er sich Kroatien ein bisschen genauer mal angucken? Das große Potenzial, das Kroatien tatsächlich im Moment hat, ist, dass sie tatsächlich Unternehmen, die sich in Kroatien ansiedeln, Förderungen geben von der Regierung. Auf der anderen Seite sind kroatische Unternehmen und Zulieferer sehr, sehr innovativ. Kroatien ist im Moment sehr, sehr stark am Wachsen, vor allem im Bereich IT, Gaming und Elektromobilität. Und deutsche Unternehmer würden hier auf sehr, sehr gut qualifizierte und gut ausgebildete Leute treffen, die auch sehr, sehr motiviert sind zu arbeiten. Und generell ist in den letzten Jahren dieser unternehmerische Gedanke in Kroatien sehr, sehr viel stärker geworden. Und die Leute haben auf einmal Lust, Dinge aufzubauen, Firmen zu gründen, Businesses nach vorne zu bringen. Und das wäre für deutsche Mittelständler sicherlich ein sehr, sehr wertvolles Asset. Und ich werde nicht müde zu sagen, dass Kroatien ein unglaubliches Potenzial an Fachkräften hat, weil es insgesamt, Kroatien hat etwas unter 4 Millionen Einwohnern, aber insgesamt gibt es auf der ganzen Welt 9 Millionen Kroaten, die überall auf der Welt leben, sei es in Deutschland, Österreich, Schweden, USA, Kanada, Australien, und die sind teilweise wirklich, wirklich gut ausgebildet, sei es, dass das Leute sind mit Universitätsabschluss, Facharbeiter, und wenn man es schafft, denen ein lukratives Leben hier zu ermöglichen, dann hat man auf einmal einen Zugriff auf einen sehr, sehr großen Pool an Menschen, an wirklich qualifizierten Menschen. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, die Kroaten sind auch meiner Meinung nach sehr sprachbegabt. Zumindest sprechen die meisten doch wirklich sehr gutes Englisch, viele auch Deutsch. Ist das so oder ist das jetzt was ich mir so einbilde? Das kann ich nur bestätigen. Also das Ding ist, Kroatisch ist eine sehr, sehr komplizierte Sprache, auch im Vergleich zum Deutschen. Und das Bewusstsein ist, okay, das ist eine komplexe Sprache, die kaum ein Mensch spricht. Also wenn man Anschluss an die Welt haben will, dann muss man einfach Fremdsprachen beherrschen und sprechen. Und deswegen sind die Menschen auch sehr, sehr motiviert, Fremdsprachen zu lernen. Und auch, weil im Fernsehen nicht synchronisiert wird, sondern alles im Original mit Untertiteln läuft. Und dann wird das Sprachenlernen sehr viel leichter gemacht, weil man die Sprachen die ganze Zeit im Original hört. Gibt es hier auch so ein bisschen was wie Fachkräftemangel? Und welche Chancen oder Herausforderungen siehst du da für Deutschland in dem Bereich dann? Also der Fachkräftemangel ist hier massiv. Seit dem EU-Beitritt 2013 ist ungefähr 10% der Bevölkerung des Landes ausgewandert. Und das waren alles motivierte Leute, die wirklich den Wunsch hatten, irgendwas aus ihrem Leben zu machen. Viele von denen kommen jetzt peu à peu zurück nach Kroatien, nachdem sie 5, 6, 10 Jahre in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz oder in Irland gearbeitet haben, sich nochmal ihre Sprachkenntnisse
aufgebaut haben, nochmal ihre internationale Erfahrung gesammelt haben und auch sich beruflich weiterentwickelt haben. Und wenn zum Beispiel eine deutsche Firma dann ein Werk in Kroatien aufbaut, dann hat sie schon mal einen Pool von Menschen, auf die sie zurückgreifen können, die schon entweder in Deutschland gelebt haben oder einfach schon Deutsch können. Und der Brückenschlag zwischen den beiden Ländern ist auf einmal gar nicht mehr so groß. Da kommen wir auch zur nächsten Frage. Wo siehst du denn Kroatien in den nächsten 5 bis 10 Jahren so strategisch? Und was könnte das für deutsche Unternehmer bedeuten? Kroatien und Deutschland sind wirtschaftlich in 2 völlig verschiedenen Phasen. Also Deutschland befindet sich leider Gottes im Moment in einer Phase eines Abschwungs, Restrukturierung. Und man muss viele Teile seiner Ökonomie neu erfinden, während Kroatien im Moment eher in einer Phase des Aufschwungs, viele sagen auch Booms, steckt. Und vor kurzem wurde geschrieben, dass gerade diese große Boomphase jetzt nach 8 bis 10 Jahren langsam abflacht. Aber es ist nach wie vor ein Land, das sich in einem großen Aufschwung steckt. Und was passiert ist auch teilweise, dass eine gewisse Art von Paradigmenwechsel stattfindet. In der Hinsicht, dass bislang man es gewohnt war, dass deutsche Unternehmen kroatische Unternehmen gekauft haben. Mittlerweile passiert es aber auch, dass kroatische Unternehmer auf einmal sagen, ich möchte nach Deutschland expandieren und ich schaue ganz gezielt nach Unternehmen in meiner Branche, nach etablierten Unternehmen, die in Deutschland schon arbeiten, um einfach einen natürlichen Zugang zum deutschen Markt zu bekommen. Viele kroatische Unternehmen sind auch mittlerweile so. Ich habe zum Beispiel mit einer Managerin von einem großen Elektrokonzern gesprochen und die sagte, dass die Firma innerhalb von 5 Jahren ihren Umsatz von 300 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro gesteigert hat. Wow. Also Faktor 4 in 5 Jahren. Mhm. Und sie können organisch nicht mehr so wachsen. Sie müssen nach Targets suchen und diese ganz gezielt akquirieren, um ihren Wachstumspfad fortsetzen zu können. Das ist ein großer Wechsel. Auf einmal ist Kroatien nicht mehr das Land, wo man billig einkauft, sondern kroatische Unternehmen schauen auf einmal auch nach Deutschland in Richtung Targets für Übernahmen. Viele kennen die Insel als Urlaubsinsel und kommen ja auch mittlerweile viele Touristen auch aus Deutschland hierher. Was würdest du denn sagen, was sollte jeder Deutsche oder jeder Urlauber überhaupt sich hier auf Krk mal angeguckt haben? Wenn man es kann, sollte man hier mal sich ein Boot mieten und dann einfach mit dem Boot rumfahren. Weil es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Buchten, die man tatsächlich nur per Boot erreichen kann. Ansonsten die Altstadt von Krk ist wunderschön. Man sollte den Wein aus Vrbnik mal probiert haben. Die haben einen sehr, sehr leckeren, leichten, weißen Sommerwein, der nur auf dieser Insel hier wächst. Man sollte in Soline Schlammbbaden gehen, weil... Ich glaube, wir müssen noch länger hier bleiben. Weil dieser Schlamm hat heilsame Wirkung für Knochen und Muskeln. Und ansonsten, was das Wichtigste ist, hierher kommen und einfach Pläne über Bord werfen
und einfach mal jeden Tag für sich genommen genießen und sagen, hey, ich mache heute mal gar nichts und lass den Tag einfach mal auf mich zukommen. Das ist dann wahre Erholung. Man sollte auch den Sprung von der Küste auch ins Inland wagen. Weil das kroatische Inland ist genauso schön und hat genauso eine unberührte Natur zu bieten, wie auch die Küste. Man sollte mal hier in den Bergen gleich gleich auf dem Festland mal wandern gehen. Man sollte die Flüsse in Kroatien mal kennenlernen und auch mal Orte besuchen, die nicht so auf der Touristenkarte stehen. Wenn du nur einen Ratschlag geben dürftest, was würdest du einem Unternehmer dann sagen? Auch offen sein dafür, was die Leute hier zu sagen haben. Dann sind wir fertig. Dann sind wir fertig. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Na, wie lange haben wir gesprochen?